Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich habe mir ein Aquarellpapier hergenommen und möchte jetzt eine Friedenstaube malen. Diese habe ich mir bereits mit Bleistift auf dem Papier ganz groß aufgezeichnet. Und damit die Friedenstaube in Weiß bestehen bleibt, werde ich jetzt den Hintergrund farbig malen mit Aquarellfarben. Und ihr könnt mir gerne dabei zuschauen, wie ich das mache. Das Motiv ist mir ein persönliches Anliegen in diesen Tagen, in denen in der Welt ein großer Krieg herrscht in der Ukraine. Und deshalb möchte ich dieses traditionelle Friedenssymbol hier malen und meinen Beitrag dazu leisten, dass ich also gegen diesen Krieg protestieren möchte, damit dieses menschliche Leid bald ein Ende hat, damit die Menschen wieder frei und unversehrt ihrem Leben nachgehen können. Bei dem Hintergrund gehe ich also schrittweise vor, so wie ihr sehen könnt. Ab und zu gebe ich da auch ein paar Farbspritzer drauf, die das Ganze etwas lebendiger machen. Zum Malen dieses Hintergrunds benutze ich in dem Fall einen Rundpinsel, der etwas größer ist und der vorne in einer ganz feinen Spitze ausläuft. So kommt ihr auch in die kleinste Ecke rein und das Motiv könnt ihr dann schön ausmalen.
Die Farbstärke könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Ich habe mich dafür entschieden, dass es möglichst hell bleiben soll, damit es eine ganz luftige Sache ist, eine zarte blaue Farbe. Nur im unteren Bereich nehme ich sie einen Ticken dunkler, aber ansonsten soll das mehr so eine zarte, pastellige blaue Farbe bleiben. Ich habe das Bild dann zwischendurch getrocknet mit dem Föhn und jetzt bearbeite ich das mit Perlglanz, Aquarellfarben und werde eine Linie ziehen um diese ganze Vogelsilhouette herum. Kommt jetzt eine blaue Linie, die dann schön glänzen wird. Das mache ich dann ganz sorgfältig mit einem Feinliner Aquarellpinsel. Die Farbe muss man manchmal auch zweimal anlegen, damit sich diese Metallic-Farbe dann sehr deutlich zeigt. Zwischendurch drehe ich auch immer das Blatt, je nachdem, wie ich die Linie ziehen muss, denn es soll ja wirklich sorgfältig und sauber gezogen werden, dass da keine Wackler entstehen. Das ist immer sehr heikel und schwierig, aber es klappt dann im Prinzip ganz gut, wenn man eben das Blatt in dieser Richtung dreht, in der man den Pinsel zieht.
Und natürlich darf dieser Zweig nicht fehlen, den das Täubchen da im Schnabel trägt. Und diese Details male ich auch mit dieser Metallic Perlglanzfarbe aus. Das glitzert dann sehr schön und gibt dem Bild einen edlen Touch. Und der kleine Schnabel wird dann noch in einem Goldton ausgemalt. Um das alles noch zu perfektionieren und das Motiv noch mit einer kleinen Besonderheit zu ergänzen, habe ich mir das chinesische Schriftzeichen für Frieden ausgesucht und das habe ich mir vorher angeschaut, wie das gemalt wird und dann entsprechend hier vorgezeichnet. Und mit der schwarzen Metallic-Farbe werde ich das jetzt hier vollenden und aufmalen. Und das sieht besonders schön aus, finde ich immer, wenn die Zeichnung dann so eine Ergänzung noch findet in asiatischer Form. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ciao, eure Anne.